Eins. Hallo zusammen, super, dass ihr dabei seid in unserem Livestream. Ursprünglich wollten wir jetzt bei Phoenix Kontakt auf der SBS in Nürnberg sein. Wegen Corona sind wir leider nur online verbunden, aber live sind wir trotzdem. Okay, es geht um Kollaboration in der industriellen Automatisierung. Das heißt, wir sprechen über neue Formen der Partnerschaft, Partnerschaft über unternehmerische und technologische Grenzen hinweg. Der Schlüssel dafür sind offene Ökosysteme. Vor ein paar Jahren hat noch niemand darüber geredet. Heute sind offene Ökosysteme in aller Munde. Warum sind offene Ökosysteme wichtig? Welche Vorteile bringt diese Offenheit? Und was braucht man dafür, damit das funktioniert? Über all das wollen wir jetzt sprechen in unserem Phoenix Kontakt Expert Talk. Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis noch schnell. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne während unseres Livestreams reingeben. Dann können wir hier in den nächsten 10 bis 15 Minuten noch darauf eingehen. Okay? Also dann, los geht's. Hallo in die Runde. Zunächst vielleicht Uli Leidecker, COO Phoenix Kontakt. Uli, Kollaboration, Offenheit, Partnerschaft. Warum ist das wichtig? Ja, hallo Gerd, vielen Dank für die nette Einführung. Ja, erst einmal würde ich auch sagen, hätte ich euch alle lieber in Nürnberg getroffen und wir hätten nach dieser Runde bestimmt ein Bier zusammen trinken können, im besten Sinne der Kollaboration, das gemeinsam anzugehen. Viel wichtiger ist aber, dass wir gemeinsam hier sind und dass ich hier nicht alleine stehe, weil wenn man über Kooperation und Kollaboration redet, macht es total Sinn, das mit Partnern zu tun, weil anders kriege ich das auch irgendwie nicht transportiert. Also auch an euch herzlich willkommen. Hallo. 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 Wir wollen ja ein bisschen über offene Ökosysteme reden und ist mir schon seit vielen Jahren ein echtes Anliegen. Wir kommen ja immer aus diesem Gedanken, not invented here. Jeder muss ja sein Ding immer wieder selbst erfinden und ich glaube, dass mit den Anforderungen, die vor uns liegen, Digitalisierung, All Electric Society, alles muss regenerativ und nachhaltig werden, bin ich der festen Überzeugung, dass wir einfach beschleunigen müssen und dass wir das nur schaffen, wenn wir kooperieren und kollaborieren und wenn wir auch eben uns dann diesem Paradigmenwechsel stellen, dass man einfach sagt, ja, wir müssen aus einer proprietären, gekapselten Systemdenke raus in offene Systeme. Ja, und damit, glaube ich, ist einfach gelebte Offenheit erstmal die Basis dafür, hier langfristig erfolgreich sein zu können. Super, danke Uli. Thorsten Dierkes, Vice President Special Products bei TeamViewer. TeamViewer ist eine Remote Access Service Plattform. Thorsten, auch an dich die Frage, warum Kollaboration? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir bei TeamViewer sehen, genau wie der Ulrich auch schon gesagt hat, wir sehen mehrere Megatrends. Ich möchte nochmal 2 hervorheben aktuell. Das eine ist Future of Work. Wir haben es gerade schon gesagt, eigentlich hätten wir gerne persönlich miteinander gesprochen. Die Pandemie zeigt uns ganz, ganz deutlich, dass Arbeiten von Remote jederzeit auch möglich sein muss und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also ortsunabhängiges Arbeiten ist ein Muss einfach heute. Das zweite Megathema, auch schon angeklungen, ich nenne es mal ganz vage, das Wort Digitalisierung. Und jetzt in unserem Zusammenhang geht es natürlich darum, dass jedwede industrielle Anlage oder Maschine eben smart sein muss heutzutage. Wir sehen im Übrigen bis 2025 mehr als eine Verdopplung der Investitionen in Automation and Robotics und insbesondere in den softwaregestützten Teil dort. Insofern sehen wir, dass die Herausforderung, die das mit sich bringt, also Maschinen überhaupt anzubinden, zu smartifizieren, remote darauf Zugriff zu haben, die Daten auszuwerten, mit KI-Methoden auszuwerten und automatisch Empfehlungen abzuleiten und die Maschine vielleicht sogar in einem Closed Loop genauso zu steuern. Das sind unglaubliche Trends, die jetzt gerade auf uns zukommen. Und diese Bandbreite abzudecken, das schafft aus unserer Sicht kein Unternehmen alleine. Ja, deswegen müssen wir uns zusammenschließen mit unseren Stärken und müssen offen kommunizieren und kollaborieren zusammen. Und wir dürfen unsere Kunden auch mit diesen Herausforderungen nicht alleine lassen. Ja, das ist ganz wichtig.
Unser Job oder unser Beitrag als TeamViewer, vielleicht darf ich das kurz hervorheben noch, ist im Endeffekt die Digitalisierung von Unternehmen mit unserer Lösung Remote Connectivity, also anyone, anything, anywhere, anytime zu connecten. Kann man sich ganz geerdet so vorstellen, dass eine Expertin, ein Experte zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort auf jedwede Art von Maschine zugreifen kann und die konfigurieren und programmieren kann. Da ist natürlich total entscheidend, dass die Integration solcher Komponenten reibungslos funktioniert. Und deswegen ist für uns Kollaboration im Netzwerk von den Partnern unglaublich wichtig. Thorsten, Dankeschön. Auch das ein Plädoyer für offene Systeme, was die Integration betrifft. Jörn Steinbeck, Mitgründer und Geschäftsführer OEE-AI. OEE-AI ist spezialisiert auf Effizienzoptimierung in der industriellen Produktion, also die Overall Equipment Effectiveness, OEE. Jörn, was bedeutet Kollaboration für euch bzw. auch für eure Kunden? Also Kollaboration ist für uns natürlich in erster Linie auch die datentechnische Integration, also an die Daten heranzukommen. Wir sind auf der Suche nach dieser Doppelklick-Experience, die wir ja auch im Privaten schon haben. Das ist das eine bei der Kollaboration. Und was merkt man dabei? Und da würde ich ganz gern einen kleinen Fokus drauf legen. Der deutsche Ingenieur, der ist immer so auf der Suche nach der perfekten Lösung. Und da kommt man bei der Make-or-Buy-Entscheidung schnell in Richtung Make, also es selbst zu tun, weil man damit über die Jahre einfach groß geworden ist und auf diese Weise ja auch in vielen Bereichen zum Weltmarktführer geworden ist. Also das war ja in der Vergangenheit auch richtig, muss man sagen. Die Frage ist, ob in der Zeit der Digitalisierung dafür noch ausreichend Zeit zur Verfügung steht, ob man ausreichend Spezial-Know-how in den eigenen Reihen immer vorliegen hat. Und ich glaube, da muss echt ein Umdenken stattfinden. Also wenn ich sehe, was wir tun mit unserer Truppe, wir entwickeln Lernalgorithmen, das machen wir den ganzen Tag. Auf diese Weise finden wir dann halt Zusammenhänge in den Datenströmen, die ein Mensch entweder nur schwerlich oder gar nicht erkennen könnte. Und ich habe wirklich Zweifel, mir vorzustellen, dass ein Unternehmen, was eine wirklich gute Werkzeugmaschine zum Beispiel produziert, auch das genauso gut hinbringen kann. Ich glaube, da muss es einfach eine Spezialisierung geben. Und aus dieser Perspektive wünschen wir uns auch aus der Perspektive Kollaboration mehr Mut in Richtung dieser Buy-Entscheidung und nicht alles selbst zu tun. Danke, Jörn. Das ist auch, glaube ich, sehr deutlich geworden, geht in die ähnliche Richtung. Wir brauchen noch Tobias Unger. Tobias, General Manager European Technology Center Yaskawa. Yaskawa ist Technologiepartner von Phoenix Contact, hat sich für die Offenheit der PLC Next Technology entschieden. Tobias, auch von dir gerne noch ein Statement zur Notwendigkeit von Kollaboration. Genau, das klassische Make or Buy muss heute oftmals durch Cooperate ergänzt werden. Denn Kooperationen und Partnerschaften bieten gerade in der Automatisierungstechnik, also in einem hochdynamischen und komplexen Umfeld, deutliche Vorteile. Denn selbst größere Unternehmen können die Bandbreite benötigter Technologien in immer kürzeren Zeiten kaum noch eigenständig bereitstellen. Und auch hier kommt es auf Herstellerseite zu einem Paradigmenwechsel. Aus potenziellen Wettbewerbern werden Kooperationspartner. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Technologiepartnerschaft zwischen Yaskawa und Phoenix Contact. Yaskawa als einer der größten Antriebssteuerungs- und Robotikhersteller hat sich bei seiner neuesten Steuerungsgeneration bewusst für PLC Next als leistungsfähige Technologieplattform entschieden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Offenheit, Erweiterbarkeit und Zukunftsfähigkeit. Und eine echte Technologiepartnerschaft heißt hier in dem Fall auch ein klares Commitment zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Plattform. Auch das bietet entscheidende Vorteile hinsichtlich Time to Market, Kosten und Know-how. Prima, vielen Dank. Uli, nochmal eine Frage an dich. Jetzt haben wir gerade über Technologieplattformen, über Fokus und Technologie gesprochen, aber ihr seid als Phoenix Contact Pionier und auch Treiber für offene Systeme. Es geht dabei doch nicht nur um Technologie, es geht auch um eine Haltung, kann man das so sagen? Ja, unbedingt. Ich gebe ja zu, ich habe neulich noch mal die Begrifflichkeiten gegoogelt. Kollaboration und Kooperation. Wir verwenden immer so schön Synonym. Kooperieren können wir schon etwas länger. War dann per Definition so, dass man gesagt hat, also jeder erarbeitet für sich ein Teilziel, was dann, also zeitunabhängig, was dann am Ende zu einem größeren Gesamtziel zusammengefügt wird. Bei der Kollaboration, das finde ich eigentlich faszinierend,
arbeitet man zeitgleich entweder an einem gemeinsamen Ziel oder an Teilzielen. Und das ist tatsächlich Haltung. Und die Kollegen haben es ja eben alle schon gesagt, jeder braucht das Rad nicht neu erfinden, kann es auch gar nicht mehr erfinden. Es gibt halt doch sehr spezifische Dinge, die man einbringen sollte. Mich hat immer diese Historie von Linux einfach wahnsinnig begeistert und wahnsinnig fasziniert. Einer geht mal vor, entwickelt einen Gedanken, aber am Ende muss eine Community, muss eine Gemeinschaft das aufgreifen, damit was Großes draus werden kann. So, und dann kommen die Menschen mit dem Fachwissen. Jörn hat es gesagt, KI, Analyse, Thorsten sagt hier Remote Access, Kollaboration, anders denken. Und ich glaube, diese Haltungsveränderung brauchen wir alle, wenn wir als Gesellschaft erfolgreich sein wollen. Dieses Proprietäre oder dieses Exklusive muss einfach einem offenen wandeln. Und dann geht es eben um dieses, ja, wo ist denn dann mein Beitrag? Und ich sage, jeder hat heute in seiner Domäne so viel Fachwissen, dass es einfach darum geht zu sagen, das Domänenwissen umzusetzen in ein Stück Software. Damit hat jeder, der echtes Domain-Know-how hat, glaube ich, schon so viel Wert kreiert, dass es sich lohnt, tatsächlich in dieser Art und Weise zu kooperieren und kollaborieren. Stichwort Software. Frage an Jörn. Offenheit, Partnerschaft aus. Bedeutung haben, sondern sozusagen inhaltsleer sind, weil das Wiesel, wenn es ein Ei gefunden hat, den Inhalt heraussaugt und nur die Hülle übrig bleibt. Also kein echter Wert mehr da ist. Und genauso ist das übrigens mit dem Wort Plattform auch. Deswegen muss man es Plattform nicht der Haufen von Daten, den man erzeugt, damit hat man noch keine Plattform, zumindest in der Definition, in der wir hier gerade drüber sprechen, sondern das muss ein gemeinsamer Satz von Funktionen mit einem Ziel sein. Und das Kernziel ist, glaube ich, eine Art Ökosystem daraus zu machen, sodass unterschiedliche Geräte, Software, Diensteanbieter, dass die da gemeinsam für den Kunden eine Lösung bereitstellen, dass sie ihn schnell bereitstellen, diesen Nutzen und dass es auch eine Innovation innerhalb dieser Ökosystemteilnehmer gibt. Deswegen werbe ich, Uli, um in deiner Sprache zu bleiben, werbe ich für den spezifischen Umgang mit dem Wort Plattform. Plattform ist nicht der Datenhaufen, Plattform ist das, wo man kollaboriert. Also kein Weasel-Word mehr. Wir müssen das hinter uns lassen. Wir müssen das Weasel-Word, das Ei wieder füllen mit Content. Frage, Thorsten, wie sieht es bei euch aus? Sagen wir mal ein Beispiel. Thorsten, ihr nutzt als digitale Plattform den PLC Next Store. Wie sind denn da eure Vielleicht auch noch mal ganz kurz erstmal aufgreifen, das Wort Plattform. In meinem naiven Geiste, ich bin ja sozusagen begeisterter Lego-Bauer gewesen früher als Kind. Ich denke immer an Lego als Analogie. Ne? Lego-Baukasten, die Steine müssen zusammenpassen nachher. Und der Satz der Funktionen, der bereitgestellt wird für den Endkunden, der wird über eine Plattform bereitgestellt und jeder kann jetzt neue Lego-Bausteine hinzufügen. Und genau das haben wir letztendlich auch gemacht, indem wir unsere TeamViewer-App in dem PLC Next Store bereitgestellt haben. Und dieser Lego-Baustein, das ist das Schöne, da hat man fast diese von Jörn erwähnte Doppelklick-Erfahrung. Also einfach runterladen, Dokumentation lesen, installieren und schon hat man tatsächlich von jedem Ort dieser Welt Zugriff auf die Maschine, ja, und kann sie programmieren, als wenn man davor sitzen würde. Und das ist für mich tatsächlich der Vorteil von dem PLC Next Store und von den Plattformgedanken. Ja? Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ja, Frage an Jörn. OEE AI nutzt ja den Store, den PLC Next Store auch als Vertriebsplattform. Eure Apps sind dort im Angebot. Wie sind deine Erfahrungen, eure Erfahrungen mit dem Store, mit dem PLC Next Store? Genau, also das Wort dieses Livestreams wird ja die Doppelklick-Experience. Die suchen wir natürlich. Aber vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen größer zu machen vom Bild her, ich glaube, dass die Unternehmen, die sich auf solch einer Plattform engagieren, dass die in Summe den Kuchen größer machen. Also wenn wir drauf sind und jemand anders drauf ist, dann ist das sozusagen 1 + 1 ist da nicht nur 2, sondern 2,5 oder im besten Falle 3. Weil wir davon profitieren, dass jemand anders Daten zur Verfügung stellt oder in unserem Fall zum Beispiel, dass vielleicht jemand anders unsere Daten aufnimmt und die über einen Workflow, über Industrial Smartwatches an Mitarbeiter weiterleitet. Und dann ergibt sich der Nutzen dieser Kollaboration. Und deswegen dieses Bild, ich glaube, in Summe wird der Kuchen größer, je mehr Unternehmen ihren Beitrag zu solch einer Plattform leisten. Und genau, und da wollen wir hin. Mhm.
schönes Bild, leckeres Bild für diesen Kollaborationsgedanken mit dem Kuchen. Tobias, schmeckt euch der Kuchen auch, wenn er größer wird? Ja, das ist absolut richtig. Denn den Kuchen groß machen, Ja. das gilt genauso für eine Community. Denn je größer die Community, desto höher ist auch das Vertrauen der Nutzer oder der potenziellen Nutzer, insbesondere hinsichtlich Investitionsschutz und Langzeitverfügbarkeit, aber auch auf der anderen Seite in die Innovationskraft und Zuverlässigkeit. Und daneben führt eine große Community natürlich zu einer schnellen Verbreitung und wir sind nicht allein auf der Welt, auch zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Systemen. Jetzt habt ihr, Uli, mit PLC Next die Bedeutung von Community ja schon früh erkannt und ihr tut viel dafür, das zu pflegen und das lebendig zu halten und das zum Wachstum zu bringen, zum Blühen zu bringen, die Community, oder? Ja, unbedingt. Das ist der Grundgedanke. Ich wollte gerade das Wort Plattform nochmal aufgreifen. Jetzt bin ich aber vorsichtig geworden mit dem Hinweis von Jörn, dass es ein Wieselwort ist. Das werde ich nochmal nachgoogeln, Jörn, aber ich vertraue dir da jetzt mal. Nein, es ist richtig, Tobias hat es gesagt, der ganze Wert für alle wird größer, je mehr daran teilnehmen. Das ist wie mit Informationen. Die Information vergrößert ihren Wert, wenn sie viele haben, nicht wenn sie nur wenige haben. So, und so funktionieren solche Informationsplattformen dann eben auch. Und hier ist es nicht anders. Und der Wert hier ist die Vielfalt, dass aus vielen Domänen auch ruhig wettbewerblich Dinge da sind, dass man sagt, wir brauchen KI-Experten, wir brauchen Condition Monitoring, keine Ahnung was, Datenanalytik. Will ich ja auch gar nicht wissen. Die Diskussion, die wir eben hatten, gab es ja bei uns auch. Oh, wir müssen eine KI-Einheit gründen. Wir brauchen eine Predictive Maintenance-Einheit. Wir brauchen eine Data Analytics-Einheit. Ich immer so, sag mal, wollt ihr denn noch für Einheiten gründen? Ich sage, wir werden doch nie die Besten sein beim Thema KI. Ich sage, lasst uns doch die Besten dabei sein. Und jetzt kommt's, eine Plattform zu etablieren, wo man dann sagen kann, ja, und da können jetzt die Experten aus ihrem jeweiligen Feld dabei mitwirken. Und diese Community, das finde ich großartig. Wenn sich dann Leute ohne unser Zutun gegenseitig dabei helfen, bereichern, hochschaukeln, neuen Content zu generieren, dann ist der eigentliche Sinn einer Community erfüllt. Und ja, da bin ich auch gerne bereit, weiterhin viel für zu tun. Jetzt haben wir eine neue Plattform gelauncht. Ich bin auf das Feedback der User gespannt. Aber ich bin fest überzeugt, dass der... Nicht so ein bisschen die technische Grundlage, dass wir die Funktionen zusammenstöpseln können, wie der Kunde das möchte. Der Kunde, und das ist für mich noch ein Gedanke, den ich reinbringen möchte, der ist immer emanzipierter. Der lässt es nicht mehr mit sich machen, dass er in geschlossenen Ökosystemen oder proprietären Systemen gefangen ist. Der will sich, wie in einem Lego-Baukasten eben als Beispiel, er will sich die Steine selber aussuchen dürfen. Er will selber entscheiden, was er da zusammenbaut. Und für mich ist die Community sozusagen das Lebenselixier, das letztendlich das Ökosystem zum Leben bringt und den Kuchen auch größer werden lässt, letztendlich. Und da müssen wir dem Kunden erstens die Möglichkeit geben, technisch sich das so zusammenzubauen, wie das will. Das muss reibungslos technologisch funktionieren. Dafür brauchen wir Standards. Ja, auch standardisierte Interfaces, damit die Produkte der verschiedenen Hersteller von uns und von euch, zum Beispiel Tobias, gut funktionieren miteinander. Und diese Standards auszuhandeln, sehe ich auch als Möglichkeit, eine Community zu nutzen, weil der Nutzer entscheidet letztendlich, wie er das zusammenbauen will. Das müssen wir respektieren, das müssen wir befähigen, diese Diskussion, und die müssen wir anfeuern. Und dann wollen wir zusammen mit dem Kunden sozusagen das Beste zusammenbauen. Mhm. Ja, Tobias, was meinst du zur Community? Schnell noch ein Statement dazu. Ich kann das nur bestätigen. Ich sehe auch die Community als ein ganz wesentliches Asset. Denn innerhalb eines offenen Ökosystems gibt es konkurrierende und bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch vergleichbare Produkte. Aber die konkreten Lösungen, die ich damit generieren kann, die unterscheiden sich. Und hierdurch wird es möglich, ein wirklich breites Spektrum an optimal zugeschnittenen Lösungen für die Praxis zu erzeugen. Und darauf kommt es letztlich doch an. Deshalb, ich denke, starke Community-basierende Ökosysteme werden das Rennen machen. Okay, ich glaube, für die Runde sind wir deutlich geworden, was die Vorteile von diesen Dingen betrifft. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken und bitten um ein kurzes Fazit. Wir müssen mal zusammenfassen. Uli, was wäre dein Fazit? Die Runde zeigt es. Ich fasse es gern zusammen. Ja. Kooperation, Kollaboration,
Plattformen, Ökosysteme und das Ganze nicht zum Selbstzweck, sondern zu dem Zweck, wie es die Kollegen ja gesagt haben, Besseres zu kreieren. Am Ende machen wir uns nichts vor. Am Ende brauchen wir für das, was wir dort zusammen erarbeiten, Kunden. Und dem Kunden zu signalisieren, hier entsteht was mit einem größeren Mehrwert für dich. Und so Kunden zu Fans machen, das ist für mich der Grundgedanke dieser Art der Zusammenarbeit. Noch eine wunderbare Formel. Also ich bin total begeistert, was für Bonbons rauskommen. Kunden zu Fans machen, ein emotionaler Aspekt spielt da sicher immer mit. Ich würde mal sagen, wir alle sind jetzt in diesem Expert-Talk Fans geworden. Fans für offene Ökosysteme, für digitale Plattformen und vor allen Dingen für das neue, kollaborative, community-orientierte Denken. Danke schon mal soweit an die Runde für dieses spannende Gespräch, Einsichten, Inspiration. Super. Jetzt kommen wir zu den Fragen aus dem Netz. Da sind schon einige eingegangen. Der Link war ja schon eine Weile offen. Erste Frage von Andreas geht wohl an Uli. Hier heißt es, Sie bieten mit dem PLC Next Store einen digitalen Marktplatz an. Wie wird dieses Angebot von Kunden in der produzierenden Industrie angenommen? Uli. Ja, gute Frage. Wir hatten ja vorher schon ein paar Minuten Vorgespräch, da sind wir einmal durch diese Store-Logik gegangen. Ja. Kurzum kann man sagen, das läuft schon großartig. Also es gibt eine deutlich dreistellige Anzahl an Apps. Der Umsatz verdoppelt sich Jahr für Jahr. Insofern passt diese Dynamik. Aber wir hatten im Vorfeld natürlich auch eingeräumt, dass diese Art der Software-Transaktion noch nicht Bestandteil unserer normalen ERP-Welt ist. Das heißt, wenn große Unternehmen, die SAP getrieben sind, bei anderen Unternehmen bestellen, dann ist der Fulfillment-Weg nicht typischerweise ein Store. Der Teil, der muss noch normaler werden. Gibt es noch ein paar Steuerthemen, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, funktioniert es großartig. Dieser Grundgedanke wird in der Industrie wirklich sehr, sehr gut angenommen und wir werden kontinuierlich dabei bleiben und wir werden sehen, wie das Thema Apps von der Anzahl und vom Wert, der sich weiterentwickeln wird. Ich bin hundertprozentig zuversichtlich. Wunderbar. Da haben anscheinend ein paar mehr Leute noch Appetit auf den Kuchen, wie es scheint. Wir haben noch eine Frage. Wolfgang fragt, eine Frage, die an alle geht vielleicht. Der Trend in der Automatisierung geht komplett zu Software- und datengetriebenen Lösungen? Fragezeichen. Welche Entwicklungen sehen Sie dazu? Vielleicht Thorsten? Ja, es gibt diesen schönen Ausspruch, Software is eating the world. So martial wie er erstmal klingt, aber so richtig ist er gleichzeitig auch. Die Digitalisierung macht nicht Halt, auch vor Industrieanlagen nicht, auch vor klassischen, sag ich mal, hardwaregetriebenen Geschäftsmodellen nicht. Wir sehen das bei TeamViewer als klaren Megatrend. Ja. Und die Anzahl der Connected Devices, die geht bis 2025 in die Milliarden, also Richtung 10 Milliarden, ja, und stark steigend, exponentiell aus meiner Sicht. Björn? Thorsten, vielleicht als Ergänzung dazu. Ja, Software is eating the world, aber ja aus einem Grund. Also da ist ja ein Nutzen und ein Mehrwert drin. Also die Leute können das ja gebrauchen. Also die sehen den Nutzen. Und das sehe ich bei uns, wenn wir zum Beispiel Informationen aus diesem Datenstrom erzeugen, die zuvor noch nicht bekannt waren, dann merkt man auch sofort, warum es sich lohnt, sowas einzusetzen oder warum es sich lohnt, dafür auch Geld zu bezahlen, weil man mit Hilfe dieser Software einen Nutzen hat, den man ohne diese Software nicht hätte. Und das ist der Grund, warum die Softwareisierung da einfach vorantritt. Dankeschön. Jetzt schwebt natürlich die Software nicht alleine rum in der Welt, ne? Tobias. Ja, genau. Der Anteil von Software in der Wertschöpfung wird natürlich rapide steigen und das ist auch weiterhin der Trend. Aber eine App alleine montiert natürlich noch keine Elektrofahrzeuge oder verpackt Lebensmittel. So. Der Erfolgsschlüssel ist das intelligente Zusammenspiel smarter Software- und Datenlösungen mit mechatronischen Systemen. Und zwar über den gesamten Lebenszyklus. Das heißt, vom Design, von der Idee über Simulationen bis hin zum Betrieb oder Ausphasen. Und das bringt natürlich die Effizienz und auch die Ressourceneffizienz. Das heißt, die Reduzierung von Energieeinsatz, die Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit. Uli noch? Ich will mich dem anschließen. Also bei aller Begeisterung über Software und Wert in Software und Domainwissen als Software,
das Thema Hardware bleibt und da machen wir uns nichts vor. In der Automationswelt sicherlich noch sehr lange, auch als Schwerpunkt. Ich sage mal Stichwort funktionale Sicherheit. Wo man einfach sagt, Schutz des Menschen vor der Maschine oder wir haben jetzt gerade ein Redundanzkonzept wieder vorgestellt, also Steuerung redundant zu haben. Ja, dazu braucht es natürlich dann auch eine industrietaugliche Hardware-Steuerung, die ich dann über Software irgendwie redundant bekomme. Ja, klar. Hardware ist da. Ganz ehrlich gesagt, wir verkaufen auch Hardware. Das funktioniert als Geschäftsmodell auch nach wie vor sehr gut. Insofern will ich der Hardware gar nicht böse sein. Aber ich glaube, der zunehmenden Bedeutsamkeit von Software steht das in keiner Weise im Weg. Schließt sich ein schöner Kreis hier, ne? Warum wir ein Ökosystem brauchen aus spezialisierten Partnern. Einige eher für den Hardware-Teil, andere eher für einen Teil der Software. Und Hand in Hand wird das Beste draus. Hand in Hand. Hand in Hand. Vielen, vielen, vielen Dank an alle. Das war, glaube ich, total intensiv. Die Zeit ist total schnell rumgegangen. Ich glaube, es war länger als geplant. Macht nichts, war gut. Wenn es noch weitere Fragen gibt, jetzt an alle, die zu uns zuhören, wenn es noch weitere Fragen gibt, ist noch offen. Auch nach dem Livestream könnt ihr uns noch was reinschicken. Dann gehen wir da noch drauf ein. So, das war's. Danke nochmal an alle fürs Mitmachen. Macht's gut. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Gut. Okay.